Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge bei den Dutch Oven Brothers. Mein Name ist Kai und heute zeige ich euch von unserem wunderbaren Gasgrill ein Flanksteak. Wie das alles geht, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Wie anfangs schon erwähnt, zu unserem Gasgrill hier links neben mir zum Einbrennvideo und Unboxing-Video werde ich euch die Videos hier oben verlinken. Werden wir auch Grillvideos bringen und natürlich auch Gerichte aus dem Dutch Oven. Heute machen wir aber wie gesagt ein Flanksteak auf diesem wunderbaren Gasgrill von Il Fuego. Wichtigste ist jetzt als erstes, wir bereiten unseren Grill vor. Wir heizen ihn richtig vor. Ich habe das schon getan, aber ein Flanksteak braucht richtig Hitze. Wie der Name schon sagt, vom Flanksteak kommt es aus der Flanke beim Rind, also hier aus der Partie der Seite. Bilder dazu werde ich euch auch hier auf der Seite zeigen. Und ist ein wunderbares Muskelfleisch. Jetzt gehen wir erstmal rein an den Tisch und werden unser Steak vorbereiten. Und dazu gehen wir jetzt erstmal rein in die Küche an den Herd bzw. ans Brett. Denn da liegt unser Flanksteak schon seit einer guten Stunde und hat eine Raumtemperatur erreicht. Was auch sehr, sehr wichtig ist, wenn ihr einen Flanksteak macht. So, hier liegt es nun, unser wunderbares Flanksteak, ausgepackt und natürlich auch schon vorbereitet. Eine wunderbare Maserung, wie ihr sehen könnt. Ist nachher auch später wichtig beim Schneiden von diesem Fleisch. Als erstes werden wir erstmal das Fleisch etwas trockenlegen und vom Saft befreien. Und damit uns das Steak keine Wölbung kriegt, weil es ja Muskelfleisch ist und sich dann nachher so zusammenziehen würde wie ein Schiff, werden wir es etwas einschneiden. Da bitte nur die erste Hautschicht leicht einritzen. Nur so leicht drüber wegfahren, das reicht vollkommen aus, denn damit verhindert ihr, dass das Muskelfleisch sich wie gesagt, an so einem Schiff macht. Dann werden wir das mit Öl einreiben. Schön. Nicht viel. Nehmt dort bitte neutrales Öl, sprich Sonnenblumenöl. Hier unterscheiden sich natürlich auch wieder die Geister. Die einen sagen, vorher marinieren mit Salz und Pfeffer oder es pur lassen. Wir lassen es in dem Fall pur und machen dann später nachhinein unsere Gewürze dran. Unser Flanksteak ist jetzt vorbereitet mit Öl. Unser Grill ist ebenfalls auf Temperatur und nun werden wir mal das gute Stück drauflegen. Ja, draußen wieder am Grill angekommen, haben unser Flanksteak hier neben dran gelegt. Nun werden wir das mal auf den Grill packen. Wichtig ist dabei, nie zu lange auf den Grill, sonst wird es zur Schuhsohle. Das kann ich euch sagen. So, auf geht die Reise. Unser Flanksteak lassen wir genau 90 Sekunden auf einer Seite und nochmal 90 Sekunden auf die andere Seite. So sieht das gute Stück jetzt aus, wie ihr sehen könnt. Wunderbar. Schön in der Hitze. Um auch ein schönes Schachbrettmuster hinzukriegen, werden wir das jetzt mal nach einer gewissen Zeit drehen um 90 Grad und lassen das dann die restliche Zeit noch so auf der Seite. 90 Sekunden sind um, wir drehen das gute Stück auf die andere Seite und machen das Spiel noch einmal von der anderen Seite. Unser Flanksteak ist jetzt fertig und wir werden das jetzt vom Grill runterholen und dann noch mal ein paar Minuten ruhen lassen, denn das Steak hat jetzt verdammt viel Stress. Nicht vergessen, das ist Muskelfleisch und muss sich erstmal entspannen, damit auch schön die Säfte sich verteilen und nicht wie eine Schuhsohle wird, denn das wäre ja schade, wenn das so wäre und unser Flanksteak damit versauen würden. Jetzt aber holen wir es runter und lassen es wie gesagt ruhen. Wieder haben wir auch Gewürze von der Spice Bar am Start. Einmal Trüffelsalz und einmal Whisky Pfeffer. Wie beides zusammen harmoniert nachher
im Flanksteak, mit dem Flanksteak zusammen, sehen wir gleich. Gewürze dazu, wo ihr die kriegt, werdet ihr unten in der Infobox sehen. Haben wir einen Link dazu. Wenn ihr darüber bestellt, würden wir uns sehr darüber freuen. Jetzt aber ist unser Flanksteak langsam am Ruhen, beziehungsweise hat genug geruht. Nun kommen wir mal zu unserem Mittelschnitt. Da liegt es nun, unser wunderbares Flanksteak. Nun kommen wir mal zum Anschnitt. Der Saft läuft schon raus. Sehr schön. Einwandfrei. Wie ihr sehen könnt, es ist noch so schön saftig. Ein wunderbarer Kern. Nun ist es wichtig zu gucken, wie verläuft auch die Maserung. Wir haben sie auch genau schon richtig getroffen. Die verläuft so lang. So, wir schneiden uns jetzt mal ein paar Tranchen runter. Und werden das gute Flanksteak mal verkosten. Unser Flanksteak ist nun fertig. Nun heißt es kosten. Ah, wunderbar diese Farbe. Auch nichts. Oh, Wahnsinn. Wir probieren es erstmal so. Jetzt ab in den Whiskypfeffer. Und auf der anderen Seite werden wir mal das Trüffelsalz nehmen. Leute, Wahnsinn. Also, lecker. In der Kombination Whisky-Pfeffer und Trüffelsalz. Ein Traum. Wahnsinn. Hat euch auch diese Folge wieder gefallen? Dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert doch unseren Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Folgt uns auf Instagram und natürlich auf Facebook, denn da seht ihr, was hinter den Kulissen läuft und natürlich auch ganz andere Rezepte, die wir auf YouTube noch nicht gezeigt haben. Aber bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal, euer Kai von den Dutch Oven Brothers.